Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über etwas anderes sprechen. Ich möchte über unsere Schwächen sprechen. Schwächen. Das ist ein interessantes Thema. Was verstehst du unter Schwächen? Ich meine Dinge, die uns schwerfallen, Dinge, mit denen wir kämpfen. Zum Beispiel habe ich eine Schwäche im öffentlichen Sprechen. Oh, ich verstehe. Öffentliches Sprechen fällt vielen Menschen schwer. Warum denkst du, dass es für dich eine Schwäche ist? Wenn ich vor einer Gruppe spreche, werde ich sehr nervös. Ich mache mir Sorgen, dass ich einen Fehler mache oder dass den Leuten nicht gefällt, was ich sage. Das kann ich verstehen. Manchmal geht es mir genauso. Ich habe eine Schwäche im Schreiben. Ich finde es schwierig, meine Ideen klar auf Papier zu bringen. Das ist interessant. Schreiben kann schwierig sein, wenn man sich seiner Worte nicht sicher ist. Übst du das Schreiben öfter? Ja, ich versuche jeden Tag kurze Aufsätze und E-Mails zu schreiben. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Schreiben nicht gut genug ist. Es ist in Ordnung, Schwächen zu haben. Wir alle haben Dinge, die wir verbessern müssen. Ich versuche, mein öffentliches Sprechen zu üben, indem ich in kleinen Gruppen spreche oder sogar vor dem Spiegel. Das ist eine gute Idee. Das Üben in einer kleinen Gruppe kann dir helfen, selbstbewusster zu werden. Ich lese auch viele Bücher, um meinen Wortschatz zu erweitern und neue Wörter zu lernen. Lesen ist eine großartige Möglichkeit zur Verbesserung. Ich lese oft Geschichten und Artikel, um mehr zu lernen. Manchmal schäme ich mich für meine Schwächen, aber ich weiß, dass jeder sie hat. So geht es mir auch. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Schwächen keine Misserfolge sind. Sie sind nur Bereiche, in denen wir wachsen können. Genau. Ich glaube, dass wir durch das Arbeiten an unseren Schwächen stärker werden. Zum Beispiel trete ich einem Club für öffentliches Sprechen bei, um mehr zu üben. Das klingt nach einem guten Plan. Ich könnte an einem Schreibworkshop teilnehmen, um besser im Schreiben zu werden. Es ist gut, sich Ziele zu setzen. Wenn wir an unseren Schwächen arbeiten, lernen wir neue Fähigkeiten. Ja, und wir lernen auch, geduldig mit uns selbst zu sein. Verbesserung braucht Zeit. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Jeder Fehler ist eine Chance zu lernen. Das ist eine positive Denkweise. Ich werde versuchen, geduldiger mit meinem Schreiben zu sein. Manchmal fühle ich mich frustriert, wenn meine Arbeit nicht perfekt ist. Frustration ist normal, aber es ist wichtig, weiterzumachen. Ich feiere kleine Erfolge, wenn ich spreche. Das tut mir gut. Das werde ich mit meinem Schreiben auch so machen. Ich werde feiern, wenn ich einen kurzen Aufsatz beende oder ein neues Wort lerne. Schwächen können uns auch helfen, unsere Stärken besser zu verstehen. Wenn wir wissen, was uns schwerfällt, können wir sehen, was wir gut können. Da stimme ich zu. Meine Schwäche im öffentlichen Sprechen lässt mich meine Stärke in Gesprächen 1:1 schätzen. Ich fühle mich wohler, wenn ich mit einem Freund spreche, als wenn ich vor einer großen Gruppe stehe. Das stimmt. Ich bin gut darin, in kleinen Meetings Präsentationen zu halten, aber ich habe Schwierigkeiten, wenn die Gruppe zu groß ist. Wir sind alle unterschiedlich und das macht uns einzigartig. Ja, unsere Unterschiede sind wichtig. Sie helfen uns, voneinander zu lernen. Manchmal bitte ich meine Freunde um Feedback zu meinem Sprechen.
Das hilft mir, mich zu verbessern. Ich bitte meinen Lehrer, meine Texte zu überprüfen. Feedback ist sehr hilfreich. Es zeigt uns, wo wir wachsen können. Ich versuche auch, Videos von guten Rednern anzusehen. Das gibt mir Ideen, wie ich meinen eigenen Sprechstil verbessern kann. Das ist eine großartige Idee. Ich schaue mir Kurzfilme an und lese gute Artikel, um neue Schreibtechniken zu lernen. Von anderen zu lernen ist eine gute Möglichkeit zur Verbesserung. Wir können unsere Schwächen als Motivation nutzen, um härter zu arbeiten. Ich fühle mich jetzt motivierter, da ich einen Plan zum Üben habe. Darüber zu sprechen lässt mich erkennen, dass ich nicht allein bin. Ja, wir haben alle Herausforderungen. Unsere Schwächen zu teilen kann uns stärker machen. Ich bin froh, dass wir offen darüber sprechen können. Ich auch. Es ist wichtig, Freunde zu haben, die verstehen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können zu wachsen, wenn wir zusammenarbeiten. Da stimme ich zu. Vielleicht können wir sogar unsere Fähigkeiten gemeinsam üben. Zum Beispiel könnten wir eine kleine Übungseinheit für das Sprechen oder einen Schreibtermin haben. Das ist eine wunderbare Idee. Ich würde gerne mit dir üben. Wir können uns gegenseitig Feedback geben und unterstützen. Ja, gemeinsam zu arbeiten macht das Lernen unterhaltsamer. Ich fühle mich weniger nervös, wenn ich mit einem Freund übe. Und ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass jemand da ist, um mir zu helfen. Lass uns einen Zeitpunkt zum Treffen und Üben planen. Am Wochenende habe ich Zeit. Wir können uns im Park oder in einem Café treffen. Das klingt gut. Ich werde mein Notizbuch mitbringen und wir können gemeinsam schreiben und sprechen. Ich freue mich darauf, mit dir zu üben. Ich denke, das wird uns beiden helfen. Ich stimme zu. An unseren Schwächen zu arbeiten ist ein Schritt, um besser zu werden. Ich fühle mich jetzt positiver bezüglich meines öffentlichen Sprechens. Darüber zu sprechen lässt mich erkennen, dass ich mich verbessern kann. Mir geht es genauso mit meinem Schreiben. Zu wissen, dass wir an unseren Schwächen arbeiten, gibt mir Kraft. Wir sind nicht perfekt und das ist in Ordnung. Was zählt, ist, dass wir es versuchen. Ja, versuchen ist der wichtigste Teil. Ich werde weiterhin meine Reden üben und meine Aufsätze schreiben. Jeder kleine Aufwand zählt. Genau. Ich werde mir kleine Ziele für mein Schreiben setzen. Zum Beispiel werde ich jeden Tag 100 Wörter schreiben. Das ist ein gutes Ziel. Kleine Schritte führen zu großen Verbesserungen. Ich freue mich auf unsere Übungseinheiten. Ich weiß, dass wir beide besser werden. Danke, dass du mit mir über Schwächen gesprochen hast, Ben. Das macht mich selbstbewusster. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch genossen. Darüber zu sprechen hilft uns, uns selbst besser zu verstehen. Ich bin froh, dass wir unsere Gedanken teilen und uns gegenseitig unterstützen können. Ich auch. Lass uns weiterhin an unseren Schwächen arbeiten und unseren Fortschritt feiern. Ich glaube, dass wir mit Übung beide besser werden. Ich bin gespannt, wie viel wir zusammen lernen. Ja, ich freue mich auf unsere zukünftigen Übungseinheiten. Wir können uns gegenseitig helfen zu wachsen und stärker zu werden. Nochmals vielen Dank für dieses nette Gespräch, Alice. Ich fühle mich jetzt motivierter. Gern geschehen, Ben. Ich genieße unsere Gespräche immer. Lass uns bald wieder treffen, um zu üben. Ich rufe dich am Wochenende an. Das ist ein guter Plan. Ich werde meinen Zeitplan überprüfen und dir die Uhrzeit mitteilen. Großartig. Ich bin mir sicher, dass wir beide gut abschneiden werden. Denk daran, es ist in Ordnung, Schwächen zu haben. Sie gehören einfach zum Menschsein dazu. Ja, und indem wir daran arbeiten, werden wir besser.
Ich fühle mich jetzt positiver bezüglich meines öffentlichen Sprechens. Ich weiß, dass ich mich mit Übung verbessern kann. Und ich fühle mich sicherer hinsichtlich meines Schreibens. Jeder Tag ist eine neue Chance zu lernen. Lass uns weiter versuchen und uns gegenseitig unterstützen. Ich bin froh, einen Freund wie dich zu haben, um über diese Dinge zu sprechen. Ich auch, Ben. Ich schätze deine Freundlichkeit und deine Bereitschaft zu teilen. Lass uns bald treffen und unsere Übung planen. Ich freue mich darauf. Ja, ich werde dich am Wochenende anrufen. Wir können einen Termin zum Treffen vereinbaren. Danke für dieses nette Gespräch, Alice. Es hat mich dazu gebracht, über meine Schwächen auf eine neue Weise nachzudenken. Danke, Ben. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich fühle mich motivierter, an meinem öffentlichen Sprechen zu arbeiten. Ich weiß, dass ich mit deiner Unterstützung besser werden kann. Und ich fühle mich ermutigt, an meinem Schreiben zu arbeiten. Wir lernen und wachsen beide. Lass uns in Kontakt bleiben und uns gegenseitig helfen. Ich bin gespannt auf unsere zukünftigen Übungseinheiten. Ich weiß, dass wir beide besser werden. Ja, ich freue mich darauf. Nochmals vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Es war sehr hilfreich. Gern geschehen, Alice. Ich spreche immer gerne mit dir. Hab einen schönen Tag und ich sehe dich bald. Hab einen schönen Tag, Ben. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alice. Schwächen. Schwächen. Jeder hat seine Schwächen. Es ist wichtig, die Schwächen zu erkennen. Wir arbeiten daran, unsere Schwächen zu verbessern. Interessantes. Interessantes. Das Buch hat viele interessantes Informationen. Ich finde die Kunst sehr interessantes. Er erzählt immer die interessantestes Geschichten. Verstehst? Verstehst? Verstehst du die Frage? Ich verstehst die Antwort nicht. Er versteht schnell neue Ideen. Dinge. Es gibt viele Dinge im Raum. Ich mag die Dinge, die du machst. Die Dinge sind nicht immer so einfach. Schwerfallen. Schwerfallen. Es kann mir schwerfallen, früh aufzustehen. Mathematik fällt mir manchmal schwerfallen. Es ist normal, dass es dir schwerfallen kann, neue Dinge zu lernen. Öffentlichen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind pünktlich. In den öffentlichen Parks kann man entspannen. Die öffentlichen Bibliotheken bieten viele Bücher an. Nervös. Nervös. Ich bin nervös vor dem Test. Sie fühlt sich nervös in großen Gruppen. Er wird nervös, wenn er sprechen muss. Sorgen. Ich habe viele Sorgen. Sorgen können uns belasten. Wir sollten unsere Sorgen teilen. Fehler. Ein Fehler kann jedem passieren. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten den Fehler schnell korrigieren. Worte. Die Worte sind wichtig. Ich habe viele Worte gehört. Seine Worte waren freundlich. Sicher. Das Auto ist sicher. Ich fühle mich sicher zu Hause. Es ist wichtig, sicher zu reisen. Aufsätze.
Ich schreibe oft Aufsätze in der Schule. Die Aufsätze müssen gut strukturiert sein. Wir haben viele Aufsätze zu verschiedenen Themen. Schreibworkshop. Schreibworkshop. Der Schreibworkshop findet am Samstag statt. Ich habe viel im Schreibworkshop gelernt. Alle sind herzlich zum Schreibworkshop eingeladen. Ziele. Ziele. Ich habe klare Ziele. Wir setzen unsere Ziele jeden Monat. Es ist wichtig, Ziele zu erreichen. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ich habe viele Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind wichtig für den Job. Sie entwickelt ihre Fähigkeiten ständig weiter. Frustration. Frustration. Meine Frustration wächst jeden Tag. Frustration kann manchmal motivierend sein. Er drückte seine Frustration laut aus. Erfolge. Erfolge. Die Erfolge sind wichtig für die Motivation. Viele Menschen feiern ihre Erfolge. Ich wünsche dir viele Erfolge im Leben. Feedback. Feedback. Das Feedback war sehr hilfreich. Ich habe positives Feedback erhalten. Sie gibt immer konstruktives Feedback. Sprechstil. Sprechstil. Der Sprechstil kann den Eindruck einer Person beeinflussen. Ein formeller Sprechstil ist in der Geschäftswelt wichtig. Manchmal passt ein lockerer Sprechstil besser zu Freunden. Motivation. Motivation. Die Motivation ist wichtig für den Erfolg. Er braucht mehr Motivation, um sein Ziel zu erreichen. Seine Motivation kommt von seiner Leidenschaft für den Sport. Was spricht Alice mit Ben über? Wie übt Ben, um besser im Schreiben zu werden? Was möchte Alice mit Ben besprechen? Was plant Ben, um besser im Schreiben zu werden? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.